Wir haben richtig Bock, so eine richtig gute Spiel so abzuliefern, so am Samstag, um mit 3 Punkten eher zu bleiben. Ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Top-Spiele sorgen dafür, dass wir Top-Gäste hier im Studio haben. Und ein Derby-Held ist heute hier bei mir, Youssoufa Moukoko. Hey. Mucki, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Bevor wir auf das Spiel von Samstag kommen, vielleicht ein ganz kleiner Rückblick auf das Spiel in Sevilla. Wie hast du die 90 Minuten erlebt? Ja, auf jeden Fall richtig crazy gewesen. Das war, glaube ich, sage ich mal, meine zweite fast 90 Minuten so zu spielen. War auf jeden Fall viel los, war hin und her. Das war ein offener Spiel. Am Ende haben wir 4-1 gewonnen. Und wir haben alle, sage ich mal, zusammen gekämpft. Das war auf jeden Fall sehr gut. Das war ein richtiger Fight, das hat man gemerkt. Und du hast leider selbst nicht getroffen, aber 1,5 Torvorlagen hast du gegeben. Bei dem Tor von Karim Adeyemi, das war natürlich Weltklasse gemacht. Das muss ich dir echt bescheinigen, wie du den Ball mitgenommen hast, aufs Tor geschossen hast. Sensationell. Und dann noch der gefühlvolle Lupfer auf den Kopf von Julian Brandt. Das war schon richtig klasse. Was wäre dir ein Tor lieber gewesen als 2 so tolle Vorlagen? Ich glaube, mir wäre 2 Vorlagen und ein Tor lieber. Auf jeden Fall, einer war voll des Lobes über dich und das war der Trainer. Und das hören wir uns jetzt mal an. Youssoufa hat heute ein richtig gutes Spiel gemacht. In ganz vielen offensiven Aktionen war er involviert. Ich glaube auch, es war sehr wichtig, nachdem wir das Tor kassiert haben. Dann hatten wir sofort als nächstes wieder eine Chance, wo Youssoufa sich gut durchsetzt im Solo. Hätte ein Tor verdient gehabt, weil das war eine herausragende Aktion. Er war an vielen Toren beteiligt, konnte sich leider nicht belohnen, aber das macht nichts. Das macht nichts. Youssoufa wird für uns noch ganz viele Tore schießen, hoffentlich in dieser Saison noch. Ja, Youssoufa, tolle Worte vom Trainer, von Edin. Was bedeuten dir die Worte und vor allen Dingen auch sein Vertrauen? Ja, also sein Vertrauen bedeutet mir schon richtig viel. Ich glaube, es gibt einfach keine anderen Spieler, mit denen Edin so viel so redet, so in der Woche. So. Das ist wirklich, also der ist wie eine Vaterfigur für mich. Und er sagt mir auch ehrlich, was ich so gut kann und was nicht. Und das schätze ich auch so bei ihm so. Und ich glaube, jeder junge Spieler freut sich, dass Edin so der Trainer so ist, weil wir einfach die Chance so bekommen, uns so hier so zu zeigen vor 82 so Zuschauer. Und bei Training nimmt er dich auch so manchmal raus und sagt, du musst das trainieren. Und ich finde, das mag der so hervorragend. Mit dem Rückenwind von Sevilla steht das nächste Spiel auf dem Programm. Es geht gegen die Bayern. Spürt man denn im Moment überhaupt so etwas wie Müdigkeit oder kribbelt sofort wieder und sagt, ich will jetzt raus, ich will gegen die Bayern spielen? Ja, ich glaube, die Müdigkeit ist schon raus, sei heute morgens. Jetzt freuen wir uns auf Samstag. Auf jeden Fall habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl so für das Spiel am Samstag. Und ich glaube, alle hier in der Stadt haben auch so Bock, die Trainer, die Zuschauer, die Spieler, vor allem wir. Wir haben richtig Bock, so ein richtig gutes Spiel so abzuliefern, so am Samstag, um mit 3 Punkten eher zu bleiben. Und damit ihr euch auch auf das Spiel einstimmen könnt, hier ein paar tolle Bilder. Also wenn du mich jetzt fragst, nach dem Clip, Schuhe an, raus, oder? Das stimmt. Voller Kanne, 100% da durchlaufen. Wir haben die vollen Tribünen eben gesehen. Seit 2018 spielen wir zum ersten Mal wieder gegen die Bayern vor ausverkauftem Haus. So lange ist das schon her. Kannst du dich an das Spiel damals noch erinnern? Ja, das 3-2. Ja. Hast du so ein gutes, kannst du dir Spiele so gut merken? Ich war hier auf jeden Fall. Ja? Ja, ich war hier oben. Wenn du jetzt noch sagst, wer die Tore geschossen hat, dann mache ich mir Gedanken. Reus hat 2-mal getroffen und Alcázar dann 3-2. Du's. Ehrlich? Ja. Unfassbar. Wirklich, ich glaube, das war letzte Minuten, wo Axel Witsel hier den Ball so quer spielt und Alcázar läuft alleine, dann luft er. Alle sind so ausgerastet. Schön in die lange Ecke. Das stimmt.
Seitdem gingen allerdings alle Spiele hier in Dortmund gegen die Bayern verloren. Also ist ein ausverkauftes Haus anscheinend zwingend notwendig, um die Bayern zu schlagen. Wie wichtig sind die Fans aus deiner Sicht gerade bei so einer Partie? Ja, gestern haben wir auch selber gemerkt, wie wichtig so, sage ich mal, die Fans so sind. Weil gestern in Sevilla, als sie das 3-1 gemacht haben, war plötzlich so laut. So, ich dachte mir auch, hätten wir das so hinter unser Rücken, so hier zu Hause, würden wir auch jeder Gegner so anmachen. Ne? Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall Samstag, weil das wird auf jeden Fall voll. Man lächelt so dabei. Ja, so weil du dich so freust. Ja, ne? Die Freude halt, ja. Aber manchmal ist es ein Zweikampf oder eine besondere Aktion. Was ist so wichtig, dass die Fans da sind? Ja, Edin sagt immer zu uns, wir müssen mal die Zuschauer mitnehmen, sage ich mal. Mit einer geilen Aktion nimmst du schon die Zuschauer so hier schon. So, sobald eine Grätschen kommt oder dass du mal das Tor so verhindert oder eine coole Aktion so hast, sofort sind die da. Das ist unfassbar. So. Und wenn die ganze gelbe Wand da tanzt, dann denkst du dir, ach, Scheiße. Und das müssen wir am Samstag irgendwie hinkriegen. Ja. Ich freue mich auch schon richtig auf die Partie. 2018 hast du übrigens noch in der U17 gespielt. Ja. Und bei der Deutschen Meisterschaft hieß der Gegner? Bayern München. Richtig. Wer hat das entscheidende Tor geschossen? Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ja, ich habe gemacht, ja. Das stimmt. Wie wichtig sind im Jugendbereich schon die Partien gegen Bayern München? Ja, schon, sage ich mal, als wir da gespielt haben, war immer überall, ja, das wird schwer für uns. Aber am Ende wusste ich, dass wir so gewinnen, weil wir einfach eine geile Truppe hatten. Ja, ist einfach so. Wir hatten so ein Selbstbewusstsein so gehabt, Selbstvertrauen so auf dem Platz. Und ich glaube, wenn wir das am Samstag so hinbekommen, werden wir auch die 3 Punkte hier behalten. Damals sein Trainer 2018 war Sebastian Gebhardt. Der ist jetzt auch wieder dein Trainer, als Co-Trainer von Edin. Wie ist es so? Hat sich das Verhältnis verändert, seitdem du Profi bist, oder ist das immer gleich geblieben? Ja, ist so, sage ich mal, gleich geblieben, weil Gep auch viel mit mir so redet. So, weil ich glaube, wenn ich nicht spiele, bin ich immer nächsten Tag so richtig so sauer. Das weiß auch Edin. Und dann haben wir so Gesprächsbedarf so ein bisschen. Aber sobald das Training so losgeht, dann sage ich mir einfach, ich zeige den Trainer, warum habe ich nicht gestern gespielt. So. Und das Verhältnis zwischen uns ist sehr gut. Peter genauso. Der redet mit mir, der trainiert viel mit mir, Kopfbälle, so Langsecke, Torschuss, so. Das machen die wirklich sehr gut. Und ich bin auch dadurch, so sage ich mal, stabiler geworden, mental im Kopf. So. Ich trete so hier auf dem Platz komplett anders als letztes Jahr. Und das ist halt so das Selbstvertrauen und das Vertrauen, was du so von Trainerteam so bekommst. Ich glaube, das gehört zu einer Entwicklung auch dazu. Du hast ja bisher ausschließlich die Sonnenseite gesehen. Die ganze Welt hat auf dich geschaut. Und jetzt war mal ein paar Monate dabei, wo du nicht immer gespielt hast. Aber wenn ich das jetzt so sehe, all das, was du gerade gesagt hast, bestätigt. Du bist anders. Du hast Bock und setzt deinen Körper vor allen Dingen auch ein. Du hast gestern keinen leichten Gegenspieler gehabt, ne? Nee, ich glaube, das hat auch Edin zu mir so gesagt. Ich bin nicht einer der größten Stürmer, so wie Toni, sage ich mal. Aber ich habe auch eine andere Waffe, so sage ich mal. Und den muss ich einfach so durchsetzen und dann mein Spiel spielen. Und ich glaube, also die harten Zeiten habe ich auch daraus gelernt. Ich war dankbar und ich bin immer noch dankbar, dass ich diese Zeit so hinter mir gehabt habe mit dieser ganzen Verletzung. So, ja. Sage ich mal, bei einem Profi kannst du nichts machen. Ne? Also als Jungspieler kommen irgendwann mal so die Verletzung, weil dein Körper einfach nicht mitmacht. So. Und irgendwann bist du drin und ja, dann weißt du auch, wie du so deine Körper, dann kennst du deinen Körper auch so. Sobald irgendwas so nicht stimmt, weißt du schon Bescheid. Ja. Wir sind dankbar, dass du hier bist, ist doch klar. Jetzt haben wir mit Niklas Süle einen ehemaligen Bayern-Spieler in unseren Reihen. Hat er schon zu dir gesagt, hör mal, ich habe da so vielleicht die eine oder andere Schwäche entdeckt, da musst du drauf achten, da musst du vielleicht hingehen? Nee, wir haben gestern nur, sage ich mal, vor dem Spiel noch kurz gesprochen, wo er zu mir meinte, gib einfach Vollgas, spiel deine Spiels und am Ende werden wir sehen. Und dann nach dem Spiel kam er zu mir, der meinte, super gespielt. Und ich glaube, wir werden auch morgen über Samstag reden. Ich werde ihm auf jeden Fall ein paar Fragen stellen. Ja, sehr schön. Okay, wir drücken die Daumen, bleib vor allen Dingen gesund. Aber ihr habt euch sicherlich schon gefragt, was sind das denn für tolle coole Hoodies, die der Mucki und der Nobby anhaben. Das sind Hoodies zum 10-Jährigen unserer Stiftung Leuchte auf.
unschwer zu erkennen, dieses wunderschöne Zeichen. Im Jahr werden ca. 15.000 Menschen von unserer Stiftung unterstützt und wir haben schon über 2 Millionen in soziale Projekte reingesteckt. Also unterstützt unsere Stiftung. Zum Beispiel, dass ihr euch so ein Hoodie holt oder ein T-Shirt. Schön, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall. Jetzt zieht das bis zu Hause jetzt. Schaut im Online-Shop mal vorbei. Das war's von eurem Feiertagsmagazin und morgen brauchen wir wirklich jegliche Unterstützung gegen die Bayern, egal wo ihr seid, zu Hause bei Sky, am Netradio. Das läuft übrigens auch wieder. Gebt alles. Dann gewinnen wir das Spiel. Vielen Dank, Mucki. Sehr gerne. Und dass du alles gibst, davon bin ich natürlich überzeugt. Und wenn du jetzt noch ein Tor schießt, dann springe ich aus dem Stand 2 Meter hoch. Ja, ich glaube, alle Also springen. vielleicht auch noch 1,10 Meter. 10. Das war's. Tschüss, macht's gut. Der Nobby und der Mucki.